Das erste Tiny House mit eingebautem Whirlpool, das werde ich euch heute mal zeigen. Wir gehen drum rum, wir haben einen richtigen Putz hier drauf. Das Ganze steht auf einem Fahrgestell, 3,5 Tonnen. Gut, mit dem Whirlpool bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob es denn die 3,5 Tonnen hat, wenn das Wasser mit drin ist. Aber das Wasser würde ich ohnehin vorher rausnehmen. Hier vorne ist es tinydomo.com heißt das Ganze und wir schauen uns das gleich mal von innen an. Holz, Außenfassade, ein dreifach beachster Trailer, der hinten drauf ist und wie bei allen Tiny Häusern, die wir bisher gesehen haben, ist die Dachfläche oben angeneigt, sodass das Wasser in eine Richtung dann abfließt. Bedeutet aber auch, dass ich in der einen Richtung, nämlich hier, mehr Fensterfläche habe und mehr Seitenfläche beim Tiny House. Wir gehen gleich mal rein, gucken uns das Ganze mal an. Hier oben eine Luftwärmepumpe von Samsung, die kühlt und heizt, relativ energieeffizient, hängt von der Außentemperatur natürlich ab. Wenn es sehr, sehr heiß ist oder sehr, sehr kalt ist, kann es sein, dass diese Luftwärmepumpe natürlich nicht so effizient ist, ja, wie es drauf ist. Und das ist ja die Ansicht hier von der Seite. Interessant ist hier wirklich die Mischung aus Holz und diesem Putz, der aufgebracht wurde. Denn hier vorne auch nochmal en Detail kann ich euch das Ganze zeigen. Das Haus ist quasi verputzt auf der einen Seite, hat eine große Eingangstür mit der Treppe und steht hier auf Schraubstützen, die einfach rausgefahren werden, damit auch der Stand so ist, dass es dann nicht die ganze Zeit wackelt. Wir gehen mal rein und das ist er, ja, der Whirlpool im Tiny House mit Abdeckung und allem drum und dran. Man springt quasi vom Bett aus in den Whirlpool rein und natürlich passend dazu eine große Sauna mit eingebaut. Das heißt also, ihr habt im Tiny House eine Sauna, habt ihr oben die Schlafgelegenheit Nummer 1 oder einen Stauraum, der hier mit dabei ist und habt von einem namhaften Hersteller hier noch ein Modul, was das Ganze dann auch noch kontrolliert. Kann man öffnen. Und ja, eine komplette Sauna im Tiny House. Das ist auch für mich ein Novum, dass man sanieren kann im Tiny House. Könnte aber auch natürlich ein Modul sein, was auf einem Campingplatz stehen könnte. Aber ganz ehrlich, hier ist alles mit drin. Hier oben ein ganz großes Schlafbereich, der so groß ist, dass man also auch hier zu viert drin schlafen kann. Und der Whirlpool. Ich weiß gar nicht. Ja, würde noch mal rauspassen, also wenn er hier drin ist. Küche, alles in Echtholz mit Induktion und Gas und ein Dometic Gasbackofen hier unten drunter und eine Spüle, große Spüle. Auf der Seite hier ein ausklappbarer Tisch und die Nasszelle am Ende, also alles drin, was ich brauche zum Leben. Aber da, wo normalerweise das Sofa steht, da steht jetzt natürlich der Whirlpool. Also großer Waschtisch mit eingebaut und die Begrenzung hier von der Dusche mit so einem Designbelag, der an der Seite drauf ist. Echtglas-Dusche zum Schieben, das Ganze groß. Mit Hans Grohe Elementen und mit einer großen Regendusche mit eingebaut. Und die Toilette von Camargue. Habe ich auch so noch nicht so oft gesehen, die Camargue-Toilette. Also eingebaut im Tiny House. Aber die Profis kennen diese Toilette. Oben drüber das Abluftsystem. Hier muss natürlich aktiv dann auch gelüftet werden. Und eine Hochglanzdecke mit eingebauten Leuchten. Spannend, aber natürlich die Sauna und der Whirlpool hier in dem Tiny House. Gucken, wie weit ich das draufgezogen kriege, dass wir mal das Gesamtbild sehen. Das ist ja unglaublich. Sauna und Whirlpool im Tiny House. So, gehen wir hoch. Ich zeige euch mal. Oben ist dann der Schlafbereich nochmal von oben. Auch da wirklich irre viel Platz. Also von der Länge her ungefähr 4 Meter. Und auch hier, wie gesagt, kann man auch noch Schränke und so weiter da noch mit einbauen. Hier
Hier ist die Klimaanlagensteuerung. Hier ist das Samsung-In-Gerät, das denn für das Thema Regulierung sorgt. Und damit sind wir eigentlich schon durch. New Housing in Karlsruhe. Große Messe für das Thema Tiny Häuser. Und es gibt nichts, was es nicht gibt. Und Tiny Domo hier mit dem wirklich sehr, sehr interessanten Konzept. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.